Servus aus Albertville. Das Zimmer letzte Nacht ist zwar mini, dafür sauber und ich kriege noch ein prima Frühstück im Wohnzimmer. Die Wirtin ist sehr entgegenkommend. Das ist diesmal ganz okay. Hier ist es deutlich wärmer und auch heute, Sonntag, ist wieder superbes Wetter. Nun, Albertville, Olympiastadt 1992, hat seine beste Zeit hinter sich. Das Stadtbild zeigt sich ziemlich nüchtern, wenig touristisch rausgeputzt. Andererseits muss man aber auch erwähnen, dass allerorts die sozialen Einrichtungen, was Freizeitgestaltung, Sportmöglichkeiten und Parks betrifft, in Frankreich sehr vielfältig und auch gepflegt sind. Ja, was steht denn heute an? Schauen wir mal auf die Karte. Ich folge nun den Radweg V62 Richtung Annecy. Dieser trifft bei Faverges wieder auf den HWT. Das nun ist wiederum eine ehemalige Bahntrasse, die am See entlang bis kurz vor Annecy führt. Ja, wie bereits erwähnt, Freizeiteinrichtungen sind in Frankreich wirklich top. Wenn das dann so weitergeht wie hier, dann wird das heute noch ein wirklich klasse Tag.
Wie erwähnt, ist heute Sonntag und auf dem Radweg, insbesondere hier am See, ist ziemlich was los. Da ist nicht ein Vesperplatz zu finden. So schaue ich mal in die Höhe, finde aber außer der schönen Talsicht auch keine Baum. Annecy ist eine wahrlich bezaubernde Stadt. Das sieht man schon hier am Seeufer, wo ich eine Runde drehe, um 3 Uhr bei meiner Vermieterin zu sein. Mittlerweile sind massig Wolken aufgezogen, es ist aber noch warm. Ein paar Tropfen fallen vom Himmel. In meiner Unterkunft passte ich noch einen Schauer ab, um anschließend einen Ausflug ins Stadtzentrum zu unternehmen. Kaum kam ich dort an, duschte es auch schon ordentlich. Konnte noch eine Regenpause nutzen, um schleunigst zurückzuflitzen. Ärgerlich. Das wurde dann heute auch nichts mehr. Marion, so heißt das junge Mädel, das mir für die Nacht ihre Einzimmerwohnung in Annecy überlässt. Eine Jungspundwohnung. Aber für eine Nacht geht das in Ordnung. Schlafe in der Montur in ihrem Bett. Denn frisch ist es heute Nacht gewesen. Ja, es ist doch nun Herbst. Die Küche benutze ich nicht. Mache mich um 9 Uhr auf den Weg, gehe im Carrefour einkaufen, ein Riesenladen, trinke noch einen Kaffee bei McDonald's. In Frankreich sind die da besser drauf. Ja, heute geht es wieder in die Schweiz, nach Funès am Genfer See. Dazu folge ich meistens wieder dem HBT, auch wenn meine Planung unabhängig davon erfolgte. Das ist doch ziemlich erstaunlich. Noch ist es leicht bewölkt. Später kommt sogar noch die Sonne raus. Das gibt bis 11 Uhr so um die 20 Grad rum. Ja, der Fredel hat mal wieder bei der komplizierten Verkehrsführung die Richtung verloren und somit auch den HBT. Er muss das anschließend über die D173 korrigieren, was einen nicht gerade wenigen Planungsaufwand erfordert. In diesem Tal sollte eigentlich ein Feldweg lang gehen, die gestriegelte Linie. Dem war aber nicht so. Jemand hat das inzwischen auch zum Pfad geändert. Mit der notwendig gewordenen Streckenänderung komme ich, siehe an, wieder auf den HWT, der im Folgenden auch gut beschildert ist. Allerdings und unerwarteterweise geht's erstmal ziemlich bergan. Da komme ich echt ins Schwitzen. Hier sieht man das Tal, durch das ich ursprünglich eigentlich wollte. Ja, hier kurz vor der D172 kommt er dann, urplötzlich und krass, der Wetterumschwung. Die Temperatur fällt auf 14 Grad senkrecht und ich muss mich einpacken. Ich komme damit keine 100 Meter weit. Dann fängt es an zu regnen. Also nochmal einkleiden. Es regnet auch ununterbrochen weiter bis Genf, wenn auch nicht heftig. Zum Glück ist es fast windstill. Das Highlight der Strecke, etwas unerwartet, erweist sich die Pont de la Caille, auch Pont Charles Albert genannt, 1839 eingeweiht und mit 147 Meter Höhe damals die höchste Brücke der Welt. Diese herrliche Hängebrücke wurde Anfang der 90er renoviert und ist heute eine Rad- bzw. Fußgängerbrücke. Die Kfz-Brücke befindet sich gleich nebenan. Sodala. Die anschließende Fahrt auf der Hauptstraße
war echt mistig. Bis vor Genf ging's auch fortwährend bergan. Das hielt mich wenigstens warm, denn die Temperatur war inzwischen bei 10 Grad und meine Finger waren steif geworden, meine Handschuhe nicht regendicht. Alsdann bergab stachen die Tropfen wie Eisnadeln. Fand dann doch noch 2 Plastiktüten an der verdreckten Haltestelle, so dass ich dann die Handschuhe doch noch anziehen konnte, was sehr notwendig gewesen war. Meine Kameras sind nicht wasserfest, daher für diese Strecke keine Aufnahmen mehr. Schade, denn die Gegend ist durchaus nett anzusehen. Fährt man über die Grenze, wird sofort klar, dass man sich in der Nobelschweiz befindet. Super gepflegt, erstklassige Radwege, mit Verstand geplant, Straßen wie mit dem Lineal gezogen eben, perfekt an den Rand eingearbeitet. Durchgehend mit Radwegen, wo nicht, wird dran gearbeitet. Wow! Das Ufer des Genfer Sees außerhalb ist mit Nobelvillen verbaut. Da ist nichts mit Sightviewing, auch wenn der Regen aufgehört hatte. Aus genanntem Grund musste ich durch viele Baustellen. Insgesamt nicht die ideale Strecke. Schön, meine heutige Wirtin empfing mich mit Tee und Kuchen und ich bekomme ein sauberes Zimmer mit eigenem Bad.